miteinander, schön, dass ihr wieder eingeschaltet. Ich begrüße euch zu einem weiteren Video. Ich bin auf meiner ersten hochalpinen Enduro-Tour. Der Darren vom YouTube-Channel Trail Tracker, Kanalfüge oben ein, hat mich mitgenommen. Ich wollte das schon lange mal machen. Wir waren in Davos Klosters. Wir haben das Trail-Ticket Davos Klosters Rot gemacht. Richtig cool gewesen. Ich habe nicht gewusst, was mich genau erwartet. Teilweise ist es ein bisschen von meinen Vorstellungen abgewichen. Aber ich denke, ihr schaut es so am besten selber an. Ich wünsche euch viel Spaß, bleibt dran. Peace. Wir haben auf dem grossen Parkplatz von der Parsennbahn parkiert. Ich denke, das ist eine gute Idee. Der letzte Trail kommt von Parsenn oben runter. So sind wir gerade beim Auto. Von dort ist es dann durchs Dorf etwa 10 Kilometer zu der Rienerhornbahn gegangen. Ganz chilliges Einfahren, super passt. An der Rienerhornbahn oben angekommen, startet auch schon der erste Trail rechts weg. Das ist ca. 16 Kilometer lang, bis man wieder unten an der Talstation von der Rienerhornbahn ankommt. Auf diesem Trail erwartet einem wunderschöne Aussichten von dieser fantastischen Landschaft. Es ist dann aber ein bisschen anders gekommen, als ich das erwartet habe. Es ist, wie schon gesagt, meine erste Enduro-Tour. Wir haben auf 8 Kilometer knapp 200 Höhenmeter verloren. Und es ist für jeden Meter, was runtergegangen ist, hart erkämpft auch wieder raufgegangen. Im Grundsatz ist ja das nichts Falsches, aber wenn ich so daran gedacht habe, dass wir heute insgesamt 69,8 Kilometer machen, ist es ein ziemlich heftiger Einstieg gewesen. Und es geht rauf und rauf und rauf. Aber trotz all diesen Uphills hat es wirklich super schöne Passagen drin gehabt. Und die Landschaft, ja, die ist einfach gigantisch. Wenn man die Berglandschaften, die alpinen Trails nicht kennt, so etwas ist einfach unbeschreiblich und macht wirklich Spaß. Von schroff bis wurzelig bis flowig ist alles enthalten gewesen. So schön. Was für eine geile Landschaft. Wir haben gewusst, irgendwann muss es runtergehen. Wir haben noch so viele Höhenmeter vor uns. Und da ist die Hoffnung gross, dass jetzt endlich der Trail, die Abfahrt anfängt. Doch nach dem Brückli, der Nüchterung, es geht wieder aufwärts. In diesem Rhythmus mit Up und Down haben wir uns den ganzen Trail vorgeschlängelt, bis wir dann endlich von vorne wieder im Tal angekommen sind. Mit fantastischen Eindrücken und ich schon ziemlich erschöpft. Es geht runter, aber auf einer Teerstraße. Also ich weiss auch nicht, das wird nicht negativ sein, aber der Trail, das macht für mich keinen Sinn. Und der Darren auch nicht, er ist am Fuchteln dort vorne. Ich weiß auch nicht genau. In its road all the way down. That means you do that 8 kilometers out on that single trail up and down to essentially come back on double track and tarmac road. Ja, das war mein erster Eindruck zu diesem Trail. Ich finde es wirklich schade, wenn man tiefe Meter so auf die Teerstrasse und Kiesweg fahren muss. Das ist aber meine persönliche Meinung. Aber über das Ganze gesehen ist es sehr ein eindrücklicher und cooler Trail. Der erste Trail. Ja, und schaut weiter, was uns noch erwartet. Der zweite Trail startet ebenfalls oben an der Rienerhornbahn auf die linke Seite und macht schon von Anfang an einen ganz anderen Eindruck, was Downhill anbelangt, als der erste Trail. Ich habe meinen Schneeschmelzung eingesetzt. Auch der Abschnitt auf dieser Tour begeistert mit einer fantastischen Landschaft. Und richtig schöne Aussicht hast du da. Wow! Ja, krass! Der
Darren und ich haben den Trail richtig schnell ins Herz geschlossen. So stelle ich mir einen Enduro-Trail vor. Es geht auch da zwischen den auf, was völlig okay ist. Yes! Aber es ist mehr Downhill als Uphill. Vor allem Downhill mit Trails und nicht auf irgendwelchen Kieswägli oder Teerstrasse. Oh, cool, das wäre schön da. Wow. Wow. Wow, shit. Wow, am Eis auf, cool. Verdammt. Hey. Hey. Glück gehabt. Da willst du nicht abstehen. Den Trail könnte man so fahren, dass man wieder runterkommt auf den Vos Glaris, unten an die Rienerhornbahn. Oder so wie wir ihn fahren, wir nutzen ihn als Verbindungstrail, retour auf den Vos Klosters. Dann ist er etwa 7 Kilometer lang und die restlichen 3 Kilometer gehen dann am Bachlauf entlang in der Talsohle, retour zu der Jakobshornbahn. Geil, steile, super. Zurück in Davos geht es 1000 Höhenmeter aufwärts mit der Bahn aufs Jakobshorn. Und von dort erwarten uns die weiteren Trails runter wieder auf Davos. Panorama. Eine eindrückliche Landschaft, ein bisschen wie auf dem Mond, auf über 2000 Meter. Fängt der Trail an, runter auf die Ischalp. Sehr loses Material, aber richtig cool und auch hier eine fantastische Aussicht über das ganze Tal und in die Alpen. Schon allein für das Panorama lohnt sich die Tour. Entschuldigt das ewige Pfeifen von meinen Bremsen. Ich habe mal gesinterte Bremsbeläge ausprobiert, bin aber kein Fan davon. Mich stört das Pfeifen enorm. Ich werde es mal nochmal in einem Park probieren, mal schauen, ob es dort besser ist, wenn es richtig warm wird. Sonst bleibe ich definitiv bei organischen Bremsbelägen. Hallo miteinander. Das stellt mir fies vor mit dem Hardtail. Spannend an diesem Trail ist wirklich die Abwechslung. Es hat von flowigen Trails über lose Geröllfelder, über steinige Passagen, alles dabei. Und wir sind froh, haben wir keine Platte gehabt. Wirklich ein cooler Abschnitt, der nicht allzu steil ist. Wirklich ein cooler Trail. Ich habe aber dort schon gemerkt, dass meine Energie langsam am Ende zugeht, obwohl wir vorne noch eine Mittagspause gemacht haben. Ich hatte aber zu dem Moment immer noch die Hoffnung gehabt, die Tour fertig zu machen. Auch das wieder sehr ein cooler Abschnitt. Schön flowig, ein bisschen wurzelig, aber trocken. Super gegangen zum Fahren und sehr schön die Eindrücke zu sammeln durch die Landschaften, durch die Wälder und die verschiedenen Passagen. So, jetzt sind wir schon wieder bei der Mittelstation angekommen, bei der Ischalp. Unter der Ischalp kommt dann eigentlich gerade der nächste Trail. Das ist ein Flow-Trail, ein bisschen Tables drin, ein bisschen Jumps drin, aber noch auf Davos Klosters. Der hat mir sehr gefallen. Es war wirklich angenehm gewesen, auch zum ein bisschen die Hände ausruhen von den Schlägen, weil er dann wirklich flowig ist. Aber sehr cool. Ich kann die Tour grundsätzlich mit gutem Gewissen weiterempfehlen. Natürlich ist es immer Geschmackssache, wer was gerne hat, wer fährt gerne viel Uphill, wer hat gerne ein bisschen technisch, ein bisschen flowig. Es ist vor allem ein bisschen etwas dabei, es ist sicher keine Tour für Anfänger, aber sonst ist sie gut machbar. Mal mindestens der Teil, den ich gesehen habe. Was man ein bisschen mitbringen muss, ist Ausdauer, was bei mir definitiv noch ein Defizit ist, aber der Kopf wird mir das nicht zulassen, ich will dann da schon noch eine Revanche. Ja, nach dieser Abfahrt kann ich sagen, fertig für mich. Ich habe lange gerungen mit mir selber, aber es hat nichts mehr gebracht. Ich bin erschöpft, ausgebrannt. Wir haben etwas über 52 Kilometer gehabt und ich kann nicht mehr. Es bringt nichts, es ist schade. Die Parsenbahn hätte ich gerne noch gemacht, der Trail hinten auf Klosters. Ja, no, es ist wie es ist, den hole ich nach. Für das nächste Mal würde ich die Tour so oder so anders gestalten, jetzt wo ich es kenne. Und es war aber richtig geil. Eine super Erfahrung.
schön mit dem Darren zu fahren. Er konnte Tipps geben. Wirklich cool gewesen. Wir haben eine ganz wichtige Mission nachher. Wir sind dann vom Auto, haben wir uns das Velo wieder geschnappt und mussten den goldigen Gral suchen. Das war ganz wichtig. Ein super Erlebnis. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren oder Daumen hoch. Und vielen Dank fürs Schauen. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Viel Spaß. Tschüss.